Hallo. Ja, wir haben ein i30N bestellt, ja, Fastback. Ich bin sehr, sehr happy damit und freue mich auch. So, ich habe mir eine Sache überlegt und zwar wie folgt. Über die Jahre ist ja die Marke Hyundai immer mehr gewachsen, aber keiner in Deutschland hat wirklich Ahnung damit und keiner beschäftigt sich damit, wie so ein Koreaner funktioniert. Jetzt sagen die Hälfte der Leute schon wieder, ich habe gedacht, wäre Japaner oder ein Chinese. Nee, ist ein Koreaner. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir könnten ja mal gucken, was die so machen, ne? Wo? In Korea, oder was? In Korea. Und auch vor allen Dingen, wie fit die so sind in Korea. Aber wie sollen wir das jetzt machen? Büro, Werkstatt, Büro, Lasisee. So. Pass auf, Ja, das wär Büro, krass. nein, Hyundai, aber in Korea. Und deswegen sind wir nämlich jetzt in Seoul in Korea. Mitten auf dem Testgelände von Hyundai und das ist mich oberkrass, denn ich bin nicht Ayman Abdallah. Aber wir sind die Ersten, die hier filmen dürfen. Wir sind wirklich da, wo Hyundai alles entwickelt und vor allen Dingen die ganze N-Geschichte und wir werden, so wurde es mir versprochen, uns alles angucken dürfen, was es so gibt. Und ich denke, das ist mega spannend, denn die feiern ja schon eine krasse Party, oder nicht? Ja. Die feiern echt eine krasse Party, weil das Auto ist krass, das Auto ist schnell, das Auto kann alles und keiner hat eine Ahnung, was hier abgeht. Keiner weiß, wie das aussieht. Ich bin mir sicher, viele wussten nicht, was Korea ist. Nee, stimmt. Das ist irgendwie so ein Auto von da unten. Nee, das ist Korea. Ich habe keine genaue Ahnung, was hier passiert. Ich sehe nur in die Richtung schon echt krasse Autos. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir hinfilmen dürfen, weil das ist so, wie wenn wir bei Audi sind, wenn wir bei, was weiß ich was, bei wem sind. Das ist wirklich genau dieses, ihr seht da so abgeklebte Autos überall. Voll Ayman Abdallah, also wir sind voll im Galileo-Style gerade. Ja. Dürft noch keiner filmen, bis jetzt immer nur Journalisten. Deswegen, wir müssen uns mal ein paar Genehmigungen reinholen, ob wir jetzt mit einer Kamera da hingehen dürfen. Ja, wir gehen mal dahin. Oder? Momo schon so, der schlägt mich fest, ich gehe da nicht hin. So, wir gucken mal. Ich will mal so, dass man noch nichts sieht. Ja, genau. Da sieht man ein bisschen Betonfläche. Die haben auch ein riesengroßes, also das Testgelände ist echt groß. Hyundai gehört auch gefühlt alles. Ja, in Korea schon, ne? In Seoul, glaube ich, Fahrzeuganteil von Hyundai und Kia sind 88%. Krass. Oder 85%, was ein paar sind. Also wir haben hier einmal die Geschichte, glaube ich, wie in der VLN auch fährt. Das habe ich auf der Messe gesehen in Frankfurt. Es ist wirklich in mir ganz, ganz krass. Ich meine, ihr in Deutschland feiert das hart, ich auch. Wir sind zu spät dran mit dem Auto, finde ich ehrlich. Wir sind echt zu spät dran. Aber was sie so drauf haben, designtechnisch, ist echt krass. Wir werden gleich mit dem Herrn Biermann Zeit verbringen. Der Herr Biermann war nämlich Ex-BMW Motorsportchef und M und all sowas. Der ist jetzt hier der Leiter für die ganze N-Geschichte. Und deswegen merkt man auch, finde ich, dass die Fahrperformance nicht so eine gefakte ist wie bei vielen so. Ja, das muss irgendwie sportlich sein und sportlich aussehen. Deswegen ist, die Autos können alle echt fahren. Was sie ja auch beweisen in sehr vielen Rennserien. Sieht auch, wie es aussieht, ist ja nicht alles, aber das sieht jetzt schon mal nicht unsportlich aus. Ziemlich geil aus, ja. So, das ist TCR N, so wie der Golf TCR. Dann haben wir hier noch was. Das ist ein i30N mit einer Carbonhaube, sehe ich. Carbonhaube. Andere Felgen. Andere Felgen, das sind glaube ich OZ-Felgen, ne? Made in Italy. Das sieht auch schon mal spannend aus und das Teil sieht halt echt krass aus. Das sieht wirklich, wirklich krass aus. Aber die Motoren müssten eigentlich alle gleich sein. Weil beim TCR darfst du ja auch nicht sehr viel verändern. Ne? Also fahrwerkstechnisch ist da sehr viel verändert, wenn ich hier so reingucke. Und bremsanlagentechnisch. Aber das müsste alles 2 Liter sein, ne? Ja, ich glaube auch. Boah. Boah, krass. Boah. Das sieht krass aus. Hab ich noch nie gesehen, ne? Kann man das aufmachen hier? Da ist ein Griff. Okay, das ist krass. Da kann ich reingucken. Nee, aber es sieht krass aus. Geiles Auto. Er könnte so ein Veloster-Nachfolger sein, ne? So ein bisschen. Ja, ja. Hast du Veloster gesagt? Veloster. Veloster. Ich glaube, das kann auch lustig sein hier, ne? Weil warum ist das hier aufgesägt? Hast du da schon so ein Bodykit dran? Doch große Bremsen, ne? Oder? Ja.
Kampfspuren. Boah. Guck mal, auch wenn du eine Aufhängung dir anguckst, aufhängungstechnisch ist das so, wie du es brauchst. Du hast eine Einzelradaufhängung auf der Hinterachse. Du hast jetzt hier das Gewindefahrwerk und es ist geil verstellbar, weil der Verstellteller ist verschraubt mit dem Achsteil selbst. Das heißt, das Teil ist fest und du schraubst jetzt das Gewinde hier rauf und runter und kannst somit das Fahrzeugniveau eigentlich die ganze Zeit rauf und runter verstellen. Hast du hier den Stabi, weil die Stabi-Anlenkung ist verstellbar. Dann ist es auf jeden Fall eine Applikation für eine VLN oder für eine Rennserie, weil die Endtöpfe sind nämlich Katalysatoren. Soweit wie hinten verbaut. Da hat er hinten auf jeden Fall auch mal richtig einen auf den Arsch bekommen. Ja. Was aber schon mal heißt, die anderen Autos waren hinter ihm. Das ist schon mal gut. Gut geschlussfolgert. Da ist jemand gekommen. Ich glaube, es ist der Herr Biermann. So, verstellbare Dämpfereinheit haben wir hier hinten drauf. Das heißt, hier lässt sich die Kennedy des Dämpfers verstellen, aber ich glaube, das ist kein originaler Dämpfer. Aber guck mal im Vergleich, ob es ein originaler Dämpfer ist. Glauben wir nicht. Doch, ist es doch. Krass. Okay. Das ist krass. Die Vorderachs-Dämpfereinheit kann wahrscheinlich sogar die gleiche sein, aber hier mit dem verstellbaren Federteller, um die Fahrzeughöhe zu variieren. Und der normale Federteller ist ja kein Gewindefahrwerk, also kein Verstellteller, wie man hier sieht, weil hier oben lässt sich nämlich die Fahrzeughöhe variieren über einen Gewindeteller. Aber der hat auf jeden Fall schon was gesehen hier, das kannst du aber davon ausgehen. Ja, komm, guck mal. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Sie sind der Herr Biermann? Jawohl. Jawohl. Ja, oder auch Albert vielleicht. Albert. Ja. Schicken Job haben Sie hier. Oder Ja. hast du hier? Ja, ist eine schöne Spielwiese hier, ne? Die Sea Area. Würde ich sagen. Ja. Du bist zuständig jetzt für die Entwicklung von den Endfahrzeugen. Ja, unter anderem. Also angefangen habe ich ja bei Hyundai als Leiter von der Test Division. Und da gab es 3 Center und einer von den 3 Centern war der High Performance Center. Aber mittlerweile bin ich ja Entwicklungschef von Hyundai, Kia, Genesis und kann mich jetzt... Komplett? Ja, für alle Entwicklungen. Global. Das geht hier geht's okay. Ja, genau. Und ich bin ja mittlerweile Vorstandsmitglied. Na auch? Ja, und deshalb kann ich mich jetzt auch nicht mehr so intensiv um N kümmern wie meine ersten 3,5 Jahre. Hat aber gefunzt. Ja, das war also. Aber ganz kurz, Vorgeschichte war ja BMW. Ja, Vorgeschichte war BMW. Ich war ja so über 30 Jahre bei BMW, hatte da verschiedene Jobs und da habe ich dann auch mich mit Rennautos und M und so beschäftigt, aber auch mit ganz normalen Autos. Da kommt mir der erste Gedanke, weil die Endfahrzeuge, gerade in Deutschland oder allgemeines Potenzial, die ich jetzt bis jetzt gefahren sind sehr, sehr, sehr pfiffig ausgeklügelte Autos, die sehr, sehr schnell fahren. Doch BMW ist ja ein reines Heckantriebkonzept von einem Fahrzeug. Ist das sehr, sehr kompliziert geworden, sich umzudenken in aktives Sperrdifferential, was auf der Vorderachse ist, Gewichtsverteilung, Antriebskonzept, Packaging des Autos, Gewichtsverlagerung. War das ein Umdenken? Nee, die Physik ist ja immer die gleiche. Und man hat einfach nur eben andere physikalische Voraussetzungen beim Fronttriebler. Und natürlich war es für mich erstmal eine kleine Umstellung, habe dann aber sehr früh erkannt, dass man mit dem Fronttriebler ja auch mordsmäßig Spaß kriegen kann. 100%. Und dass man auch nicht unbedingt so einen dicken, fetten Hammermotor immer haben muss und nicht unbedingt 80 oder 100.000 Euro ausgeben muss, um Spaß zu haben. Exakt. Und dann war relativ schnell klar, wo die ganze Endkiste hingehen muss. Aber jetzt und gerade München, gerade Bayern, BMW, nach Seoul, nach Korea, von der Umstellung her, von der Energie. Wie ist das? Also ich bin ein großer Fan, ne? Japan, Korea, ich finde das alles super. Aber wenn man dann wirklich hier hinzieht, Wohnungsschlüssel, Hausschlüssel, man zieht hier hin, Essen einkaufen, wie ist das? Hier gibt es gar keinen Hausschlüssel. Hier geht alles mit Taste oder Chip. Also hier ist vieles sehr viel weiter als in Deutschland. Ja, Deutschland, außer die Autobahn, ist ja alles fast Slow Motion. Wenn meine Ingenieure nach Deutschland gehen auf Dienstreise und kommen wieder, dann sagen sie, du hör mal, also in Deutschland das Einzige, was so schnell ist, ist die Autobahn. Der Rest ist ja alles total langsam. Da gibt es kein Telefon, stimmt. kein Internet und so. Und dann sage ich, ja, da hast du nicht wirklich ganz so, ne? unrecht. Ja, ist so. Und insofern ist es natürlich extrem spannend hier, weil hier ist alles viel besser organisiert. Hier funktioniert einfach alles. Ja, hier kommt kein Bus zu spät, hier die U-Bahn, alles ist picobello sauber. Ist für dich das Entwickeln hier spaßiger? Ist das also als Ingenieur, du kommst hier hin,
du hast eine Vision, wie ein Auto sein soll. Ist es für dich hier besser, unter diesem Environment, unter diesen Menschen das Auto zu entwickeln? Oder glaubst du, pass auf, wir hätten das Auto vielleicht auch in Deutschland hinbekommen, hätte aber 5-mal so lange gedauert? Ja, es hätte sicherlich länger gedauert. Und mehr Diskussionen? Ja, und viel mehr Diskussionen. Hier bei dem N-Auto, das war unser erstes N-Auto und die Leute hatten natürlich auch extremes Vertrauen und sind mir auch einfach gefolgt. Ich habe mich allerdings dann auch um sehr viel kümmern müssen, obwohl ich ja schon in meinem ersten Job, die ersten 3,5 Jahre, bevor ich Entwicklungschef wurde, ja die ganze Testdivision. Wie lange bist du jetzt hier? 4 Jahre und 2 Monate. Und jetzt bist du schon Vorstandsmitglied und jetzt auch Gesamtentwicklung? Chef, ja. Ja, das ist natürlich... Ja, aber vorher hatte ich auch schon so ungefähr 1400 Leute. Aber als N anfing, da hatten wir, das war ja der jüngste Center, den ich hatte, da waren nur so ungefähr 120 Leute, viel mehr sind es auch heute nicht hier in Korea. Und in Rüsselsheim gab es erstmal gar nichts. Dann habe ich in Rüsselsheim eine Mannschaft aufgebaut, da haben wir heute so gute 20 Mann. Und mit diesem Team in Rüsselsheim und den Leuten hier in Namyang haben wir dann halt das Auto gemacht. Und das war eben maximales Vertrauen und ich konnte eigentlich auch da ziemlich bestimmen. Natürlich gab es da auch solche Leute, die es in anderen Firmen gibt, so nach dem Motto, ja, aber in dem Segment, da ist die elektromechanische Handbremse ja Standard. Ja, dann habe ich mir das Gewürge 2 Wochen angehört und habe gesagt, hey, das ist mir jetzt völlig egal, was Standard ist. Da bleibt die einfache Handbremse drin aus die Maus und dann ist das eben so. BMW. Das wäre jetzt in einer anderen Firma so nicht gegangen. Da hätte man wahrscheinlich dann erstmal 3, 4 Eskalationsebenen durchlaufen müssen, um dann von irgendwo eine Entscheidung zu kriegen. Und hier konnte ich einfach viele Dinge einfach sagen, zack, das machen wir jetzt so, aus die Maus. Und das ist einfach, natürlich. Ja, natürlich. Das höre ich raus. Ja, und jetzt natürlich, wir haben ja vorher nie so eine verrückte Karre gemacht hier bei Hyundai. Und da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, hör mal, hier Torque-Stier und so, das ist aber jetzt... Also das geht doch gar nicht. Wir haben hier unsere Kriterien und das Auto, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Das sage ich immer, Torque-Stier, das ist kein Mangel, das ist kein Fehler, das ist was Geiles. Ja? Ich habe das auch jetzt so erst für mich entdeckt. Ja? Emotionale Aufladung. Ja? Und das ist ein Feature, das ist nichts Schlimmes. Das darf natürlich nicht nerven, aber so wie wir das jetzt haben, wir müssen natürlich aufpassen, dass uns das nicht aus dem Ruder läuft, aber wenn das so bleibt, wie wir das jetzt haben, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist geil, das ist gut. Und das haben natürlich die etablierten Führungskräfte, die ja öfter mal Haue gekriegt haben, weil irgendeins unserer Autos zu viel Torque-Stier hatte. Ja? Wir konnten ja natürlich erstmal am Anfang nicht so richtig verstehen. Aber heute ist das den Leuten total klar. Ja? Gab es den Motor vorher? Den Motor gab es vorher, den gibt es auch heute in anderen Autos. Nur wenn du diesen Motor in anderen Autos fährst, dann glaubst du nicht, dass das dieser Motor ist. Der hat halt eben auch, wie viele andere Dinge in dem Auto, einfach ein Treatment gekriegt. Sollen wir eine Haube aufmachen? Ja, können wir. Also ich denke mal, Lader ist anders, Nockenwellen sind gleich oder auch anders? Die Nockenwelle haben wir nur praktisch, die Nockenwelle ist gleich, aber die ganze Applikation ist ja anders. Der hat ja auch so variable Steuerzeiten und da haben wir dann Unterschiede. Die Kolben mussten wir von der Verdichtung dann runternehmen, weil wir höher aufladen. Wo ist die Verdichtung ungefähr jetzt? Jetzt liegen wir bei knapp 10. Doch so hoch? Ja, 9,5. Ja, 9,8 oder so. Wir hatten erst 10 und ich wollte das auch unbedingt halten, weil es ist ja auch wichtig, dass der Motor saugmotorisch gut ist. Und wir mussten aber dann doch runtergehen. Für uns Tuner ist das immer schlecht. Ja. Da können wir nicht mehr so viel Boost draufknallen. Aber der ist von der Grundsetup ist er ja für 98 Oktan. Denke ich mal. Nee, das ist ja das. Der Motor ist ja ein 95-Oktan-Motor nur. So. Und wir haben das eben auch leider nicht ausschöpfen können. Wie viel Ladedruck fährt der jetzt, der Kollege, dann so? Ich glaub, wenn es 95 ist und die Leistung rauskommt, würde ich sagen, das ist irgendwo im Bereich für maximal 1 Bar. Ja, so 1,2 maximal fahren wir Ladedruck. Und wir haben eben noch ein Potenzial, hätten wir gehabt bei 98 Oktan, aber das haben wir gar nicht ausgeschöpft. Ja, also da ist noch ein bisschen was drin. Der Motor geht auch nach USA, da läuft er dann sogar mit 92 nur oder 91. Ja, aber One-Roads. Aber ist ja auch egal. Aber was ich heraushöre ist, dass die Reise von N so nicht, also die hört ja nicht auf. Da sind noch ganz viele andere Fahrzeuge in Planung. Ja, gut, eins nach dem anderen. Der i30 war ja unser erster. Dann haben wir den Veloster N gemacht. Und dann sehr geil. Fehlt in Deutschland. Ich finde vor allen Dingen beim Veloster so gut, dass das Package, wie das Auto aussieht, vom Aufbau, Heck, Abgasanlage, das ganze Auto finde ich emotional sehr, sehr stark. Ja, und was gibt es schon sonst auf der Welt für ein Auto, was auf der einen Seite 2 Türen hat und auf der anderen Seite nur eine Tür? Das ist einzigartig, gell? Aber jetzt immer als Deutscher, erklär mir bitte
wie das Gefühl, wenn du was sagst, ist das direkt die absolute Obermacht? Wie kommen die ran? Ist der Deutsche der Mastermind? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil du kommst hier hin, Mentalität anders, Menschen anders, die Herangehensweise meiner Meinung nach ist bestimmt auch anders. Wie passt das zusammen? Ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Deutsch zu tun hat, weil ich sag mal, das Image des deutschen Ingenieurs hat ja jetzt auch durch bestimmte Ereignisse in den letzten Jahren global gelitten. Ja? Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wie man mit den Leuten einfach umgeht. Und natürlich wussten die alle, dass ich eine Vergangenheit habe im High-Performance-Bereich. Und ich sag mal, du musst halt mit den Leuten reden und dann können die dir folgen und verstehen und wo du hin willst, was man machen will. Und natürlich ist das alles, das fällt nicht vom Himmel. Ja? Also als ich so nach 1,5 Jahren noch mal unsere Sperre gefahren bin, das war eine komplette Neuentwicklung, unsere erste elektrisch geregelte Sperre, da habe ich auch gedacht, oh, wenn das mal gut geht. Ja? Aber das ist ja das Faszinierende. Unsere Koreaner, unsere Ingenieure hier, die sind richtig gut. Die haben eine super Ausbildung, die sind allerdings hochspezialisiert auf ihrem Gebiet. Ja? Und rechts, links ist schwierig. Da gibt es den Sperrenmann und da gibt es den Motormann und beim Motor gibt es dann auch wieder verschiedene Fraktionen. Und wie viele Leute hast du hier unter dir? Also hier jetzt in Namyang sind es jetzt so 13.000. Und dann haben wir... Aber ist ja noch ein bisschen mau eigentlich. Ne? Ja, und weltweit haben wir so ungefähr 15.000. Ja. Aber das Spiel, was ich bei N hatte, das war ein anderes. Wie gesagt, die N-Truppe, das waren dann nur so 130, 140 Leute. Und da konnte ich natürlich auch, ich sag mal, für mich wäre das immer so ein bisschen Hobby, das Thema N, weil ich hatte ja alle anderen Autos auch an der Backe. Ja, wie viel Zeit ist denn in das N-Thema reingeflossen? Dann? Von meiner Zeit? Ja. Ja, vielleicht, ich würde mal sagen, 20, 25%. Okay, das war schon, ja doch. Ja, sowas vielleicht. Weil da haben wir ja sowas wie ein Genesis G90 auch in der Zeit entwickelt, unser Flagship. Ja, das hat mir dann der Chairman gleich um den Hals gehängt. Dem Motto, also bitte, wenn das ein tolles Auto wird, dann kriegst du mal ein tolles Abendessen von mir ausgegeben. Ne? Naja, und so kamen halt die Dinge zusammen. Aber ja, das Erfolgsgeheimnis ist einfach mit den Leuten zu reden, zuzuhören, aber dann auch eine Richtung zu geben und die Leute dazu zu bringen, dass die zusammenarbeiten. Und dann eben Driving, wir haben Evaluation Sessions gemacht, ja, was weiß ich, mit 10 Koreanern, mit 5 Leuten. Am Anfang waren wir noch nicht so viele aus Rüsselsheim. Und haben dann eben 2 Tage lang nur Auto gefahren am Ring und geredet und gemacht und getan. Wo es hingeht. Und immer wichtig ist, die Richtung vorzugeben, wie das werden muss. Und da war von Anfang an klar, vergesst die Rundenzeiten, das ist alles Käse, es geht hier nur um Fahrspaß. Und das Thema Sperre zu briefen, ja, das Carven, ja, wir haben ganz viel um die Sperre rumgearbeitet, auch mit dem Setup, Stabi und so, dass du die Radlastunterschiede kriegst, dass die schön carved. Und das ist schnell passiert, dass man das verliert. Wenn einer im Moment nicht aufpasst und der nimmt einen Stabi runter, ja, dann ist es auch mal weg. Da immer dranbleiben von Korea aus, weil viel Feintuning läuft dann am Ring. Ja? Das ganze Feintunen am Ring. Auto bewegen, nicht nur am Computer. Alles am Ring gemacht. Ja, Computer auch wichtig, aber nur ganz vorne. Ja? Hinten raus ist Computer dann auch durch. Ja, aber wir machen ja jetzt so was ganz Tolles. Ja, schon gesehen. Ja, wir machen ja jetzt... Sieht sehr spektakulär aus, muss man sagen. Aber andere Frage. Ja. Das Thema Mittelmotor. Ist sowas auch noch bei euch Thema? Ja, war ja jetzt vor kurzem was in der Zeitung gestanden zu unserem Investment bei der Firma Rimac. Und da entsteht gerade was ganz Verrücktes mit Mittelmotor. Und das kommt? Das kommt erstmal nur als Konzeptfahrzeug. Ja. Und da bauen wir jetzt mal ein paar Prototypen. Und am Anfang noch so richtig verbrennermäßig. Aber wir machen natürlich auch elektrisch was. Sportlich? Ja, nur sportlich. N. Für N. Ja, okay, N, ja. Hier. Ist ja nur für Heartbeat. Und, aber da haben wir jetzt zum Beispiel die ganze Vorarbeit alles simuliert und am Fahrsimulator gemacht. Also das Auto ist schon jetzt vorabgestimmt bei der Niese im Fahrsimulator. Alles nur auf Simulation. Okay. Also, und der kommt jetzt in 5 Wochen, 6 Wochen das erste Mal auf die Straße und dann gucken wir mal, wie gut die Simulation war. Ja? Also, aber ich habe ein ganz gutes Vertrauen zu den Leuten, die das gemacht haben. Ja, dann. Also da sind deine Pfoten dann nicht so doll drin? Ja, aber dass es das überhaupt gibt, da sind meine Pfoten dann schon ganz mächtig drin. Auch so ein Veloster N oder die ganze TCR-Geschichte. Das würde ohne mich jetzt nicht so unbedingt hier alles so stehen. Ja? Was kannst du mir denn hierzu sagen? Ja, das ist eben unser Rolling Lab. Also dieses RM-Thema, das gab es schon, als ich hierher kam. Ja. Da gab es schon RM14 und da haben meine Leute schon im Vorfeld das Thema Leichtbau und Mittelmotorauto praktisch
schon mal so geübt. Ja, da gab es also schon Überlegungen, sowas mal zu machen. Aber das war immer so ein bisschen nur Rolling Lab. Dann haben wir einen RM15 gemacht und einen RM16. Da wurde dann mal hier an der Aero was optimiert. Dann haben wir mal einen E-Supercharger eingebaut Ja. mit 48 Volt. Ja. Um solche Sachen zu üben. Hinterachslenkung. Die Hinterachslenkung auch geübt. Und wie gesagt, das ist so eine Art Rolling Lab für uns immer gewesen. Diese AM-Geschichte. Nee, es gibt einen 14er, einen 15er, einen 16er. 18 haben wir jetzt mal ausgesetzt. Aber die Fortschreibung, das ist das, was jetzt gerade gebaut wird, was in Kürze auf die Füße kommt. Das ist dann RM19. Okay. Und da haben wir dann eben, ja, erstmal so, um das Auto robust zu kriegen, haben wir jetzt auch da eine Basis gewählt, die auch dann schon sehr vertraut ist. Da in den ersten Prototypen ist sehr viel Renntechnik drin, weil bei uns ist ja TCR ein Schwerpunkt und TCR Absolut. und Straßenauto Ja ist ja total zusammen. Ja. Nee, wir haben gerade schon geguckt, auch an ihm hier. Also das war ja praktisch Serienauto mehr oder weniger. Deswegen, aber wie, wenn man sich unter das Autogebilde gibt und dann den anderen daneben hat, den Fastback, dann sind das ja fast die gleichen Autos. Ja, das war ein Vorserienauto. Die beiden Autos, die wir gefahren haben, das war ja der Sinn der Übung, zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, wie die Autos denn durch die 24 Stunden gehen. Und davor das Jahr haben wir nur Motor und Getriebe gefahren. Da waren wir auch schon in 24-Stunden-Rennen mit einem Auto, nur Motor und Getriebe. Das ging aber auch schon richtig gut. Und dann haben wir gesagt, jetzt hauen wir 2 Autos ins 24 Stunden. Und wir sind ja direkt am Ring. Stell dir mal vor, die Autos werden da entwickelt, jetzt stehen die da in der Werkstatt und außenrum ist Rennen und die dürfen nicht mitfahren. Dürfen nicht mitfahren. Ja, das ist einfach, das geht nicht. Das geht nicht. Die müssen mitfahren. Wo siehst du Probleme? In welcher Weise? Einfach allgemein, wenn du an das Thema denkst, du denkst an den Markt. Zum Beispiel, jeder in Deutschland dreht durch. Wie habt ihr es geschafft, 105 Dezibel oder 107? 107 Dezibel habt ihr im Fahrzeugschein stehen. Davon träumt jeder. Ja. Wie? Ja, das kann ich jetzt im Moment auch nicht so detailliert kommentieren. Aber wir sind froh, dass es so ist. Da haben wir ein paar Kollegen gehabt, die das ganz gut hingekriegt haben. Ich sag mal, es ist natürlich dann mit einem Partikelfilter, ich sag mal so, emotional ein bisschen was gedämpfter. Ja, aber wir haben gearbeitet, du kannst es mir glauben, wie die Wahnsinnigen, um das zu halten. Aber die Physik kannst du nicht immer austricksen. Also aber Schubabschaltung und sowas wird ja ein Thema sein, wo ich glaube, was euch in Deutschland echt auch weit nach vorne geschossen hat, weil der Kunde, der so ein Auto kaufen will, der will ja Spaß und das Ding soll auch dazu noch gut fahren, Verarbeitung soll passen und hey, das Preisschild ist auch noch irgendwie ganz geil. So nehme ich das wahr. Weil das Publikum, was die Autos fährt, ist durch und durch begeistert. Da brauchst du nicht mit dem GTI kommen, da brauchst du mit gar nichts kommen. Und ich denke mal, dass das Thema Schubabschaltung da schon auch nicht nur ein wichtiger Punkt war, den die anderen Hersteller einfach komplett ausblenden. Ja, du meinst das Sprotzeln beim Schalten. Ja, da geben wir noch mal einen kleinen Spritzer dazu. Ja, wie das geht, das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Und das hat ja prima funktioniert. Nur wir sind gerade in einer Herausforderung, da ist es dann nicht mehr so ganz einfach. Wir arbeiten ja jetzt auch an Doppelkupplungsgetriebe. 8-Gang nass. Eigenes. Ja klar, wir machen alles selber. Wir kaufen das nicht bei ZF oder so, wie die anderen die Premium High Performance das alle machen. Wir machen das alles selber hier. Mag nicht. Ja? Premium High Performance hier, ne? Ja, wir machen das alles selber. Das heißt Entwicklung, Produktion? Alles. Komplett. Logik, alles. Gut, wir kaufen jetzt, eine Kupplung oder sowas, die kaufen wir jetzt irgendwo dazu, die da reinkommt. Aber das ganze Konzept, alles, das Entwickeln, die Versuchsträger, das Bauen dann auch bei unseren Schwestergesellschaften. Hier in Korea. Ja, machen wir alles hier. Und da haben wir jetzt die Herausforderung, bei dem Doppelkupplungsgetriebe, dann im N-Mode. Ich habe das jetzt mal gefahren, schon vor ein paar Wochen hier. Das zweite Mal jetzt, ist schon richtig geil, der N-Modus. Und da geht es nur um eins, die Schallcharakteristik. Ist das so ein kurzer oder so richtig so kraftschlüssig, sehr mich so, und trotzdem aber ein langer Bumm. Und das hinzukriegen, den langen Schub. Applikation ist ohne Ende. Ja, und dann ist es natürlich schwierig mit dem. Aber stopp! wenn du das machst, dann sprichst du mit den Englisch oder wenn du fährst das Probe? Ich kann nur Englisch und Deutsch. Genau, du fährst das Probe. Und dann sagst du, pass auf, der Clap-Moment, wenn die zusammenrammen, das ist mir zu soft. Dann erklärst du dem Koreaner das auf Englisch. Ja, ja. Okay. Und wir suchen dann uns auch immer irgendwas, an dem man das gut beschreiben kann. Und Doppelkupplung habe ich ja auch ein bisschen bei BMW was mitbekommen. Wurde jetzt leider eingestellt für BMW, habe ich gehört, oder wird eingestellt, ist auch egal. Hier kann ich auf jeden Fall an dem Thema sehr gut weiterarbeiten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich vielleicht hier bin. Hier kann man einfach geile Sachen machen. Und ja, irgendwann war das mal dann ein bisschen zu Ende. Hast du viel Spaß hier? Das ist granatenmäßig hier. Ja, solche Sachen. Und das ist jetzt das Schwierige bei der Applikation. Weil wir bleiben hier voll auf dem Gas dann, ne? Quasi. Ja.
und dann diese Schaltung und dann aber den Spratzer zu machen. Also Trotzdem das noch. widerspricht sich ja jetzt physikalisch in sich. Da habe ich ein gutes Beispiel, wo das sehr stark ist. Selbe Getriebe. Und zwar ist einmal der Huracan und der R8. Im R8 und der Huracan sind das gleiche Getriebe. Im R8 ist der Kraftschluss nicht spürbar. Ja, der macht Der Huracan gleiche Getriebe, soll genauso schnell schalten und soll genau das machen, was du sagst. Und er soll weiter. Ja. Und das kriegen die irgendwie auch hin. Es ist viel emotionaler. Es ist ein Tick langsamer im Huracan als im R8. Ja, Das ist unglaublich. wen Aber interessiert das? scheißegal. Ist doch völlig egal. Darum geht's doch gar nicht. Ja, aber das ist geil. Ja. Weil die meisten Deutschen genau dann, das muss so und so schnell, dann muss es ja gar nicht. Nee, interessiert doch gar nicht. Es geht doch nur um Spaß. Das ist die ganze Story von N. Ja? Wir machen ja hier Heartbeat per Minute und nicht RPM und so Zeug. Und das ist genau der Spot, wo wir hinwollen und auch auf Anhieb hingekommen sind. Und das durchzustehen und durchzuhalten. Okay, nur eine Frage. Ja? Jetzt muss so viel von Spaß reden. Es kommt auch mal ein heckangetriebenes Auto? Ja, wir sind ja an diesem Mittelmotor-Thema dran. Das ist ja schon ziemlich heck. Aber wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur erste Konzeptautos. Und kommt er vielleicht elektrisch. Vielleicht auch Verbrenner, vielleicht auch beide. Beides, Müssen wir mal gucken. ja, Das ist noch nicht raus. Wie du Bock hast. Ja, nicht wie ich Bock. Da gibt es ja schon ein paar Leute im Vertrieb und Marketing und so. Wenn scheiße ist, ist scheiße. Nee, aber der Thomas Chimera, der ist ja jetzt Chef von der Produktplanung und bei dem ist auch die N-Division jetzt angesiedelt und Motorsport. Das haben wir alles schön eingerichtet für den Thomas. Und der Thomas und ich, wir verstehen uns sehr gut. Wir waren auch damals gemeinsam bei BMWM eine Zeit lang. Ja, und wir können hier halt so richtig geile Sachen machen. Hört sich so an. Da schauen wir mal, wie das ausgeht. Was fahren wir denn jetzt Schickes hier? Ja, das kannst du dir jetzt aussuchen. Also hier, das ist unser jüngstes. Was ist damit? Das ist ein Versuchsträger, ein Tika nennen wir das. Noch alte Hütte, aber unten drunter schon neu. Was ist da drin? Da ist ein 1.6er Turbo drin. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Ja, dann Ist das Front- oder Allrad? Frontantrieb. Frontantrieb. Allrad brauchen wir nicht. Allrad ist ja da. Wir haben gar nicht so viel Power, dass wir Allrad bräuchten. Die Power, die wir jetzt haben, die kriegen wir auch ohne Allrad hin. Aber du kommst mit? Ich kann mitfahren, ja. Ja, doch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Jungs uns vorbereiten. Was hältst du vom Thema Tuning? Ja, finde ich sehr gut. Ich habe auch früher meine Karren frisiert, alle. Das muss man einfach machen.